Ich glaube, ich habe echt mit dieser Frage schon alles erlebt. Von Menschen, die mich danach ganz anders gesehen haben, die gesagt haben: „Boah, wieso stellst du mir diese Frage? Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt.“ Zu kompletter Verleugnung. „Was glaubst du, wer du bist? Denkst du, du bist Philosoph? Warum stellst du mir so eine Frage?“ Weil ich glaube, Du-Sein ist viel wichtiger als die Persona zu sein. Ich glaube, Du-Sein ist immer der Cheatcode für alles. Die Folge ist etwas anders, denn sie ist im Spirit zu experimentieren und Neues auszuprobieren. Und habe heute Maureen El Naib als Gast dabei. Aber ich komme in letzter Zeit immer öfter drauf, dass ich gar nicht weiß, ob ich wirklich Fragen stellen möchte. Und du kannst dich selber auch so sehr framen, ohne zu sein. Du musst gar nichts dafür liefern für Worte. Deswegen finde ich übrigens auch alle Jobs, die nur mit Worten sich beschäftigen, finde ich voll kacke. Hast du nochmal studiert? Ja, danke. Ich glaube nicht, dass man per se nur durch Leid sich verändern kann, sondern manchmal reicht auch dieser klare Blick, der auch im Positiven funktionieren kann. Kannst du mir die Räume beschreiben, durch in die du gekommen bist mit anderen Personen auf die Frage, was wäre, wenn es möglich ist? Welche Türen öffnen sich und welche Grenzen sind verschoben? Was weiß jemand, der den Weg schon ging? Wie handelt jemand, bei dem Erfolg schon erfolgt? Welche Chancen fühlt jemand, wenn Herausforderungen zu Sprungbrett werden? Die Zukunft gehört denen, die neue Ideen betrachten. Und du bist Teil davon, denn du hörst Entertaining Ideas. Was ist die stärkste Frage? Weil mir in diesen Gedanke gekommen ist, diese Metapher, dass irgendwie eine Frage ja wie so Zauberstäbe sein können von Harry Potter. Sie sind unterschiedlich stark und können die Welt, vielleicht mal die eigene Welt verändern. Und das wäre manchmal auch sehr nachhaltig und sehr stark. Und darum, was glaubst du, ist die stärkste Frage? Boah, Fragen, so interessant. Also ich finde, Fragen gibt es einmal zwei Perspektiven. Logisch gibt es eine starke Frage. Und ich habe auch, glaube ich, eine, die mir sehr, sehr viele Türen geöffnet hat oder mit der ich sehr tief gleich mit Menschen gehen konnte. Aber ich komme in letzter Zeit immer öfter drauf, dass ich gar nicht weiß, ob ich wirklich Fragen stellen möchte. Ähm, Ich habe immer das Gefühl, mit einer Frage mache ich eine Tür auf, die die Person nicht von sich aus geöffnet hat. Mich hat zum Beispiel vor ein paar Wochen meine Halbschwester gefragt, ob ich irgendeine Frage an sie habe. Und zur Erklärung, ich habe mit meiner Halbschwester erst seit 2 Jahren Kontakt, aber sie ist genauso alt wie ich. Und dann habe ich gesagt: „Ich habe eigentlich gar keine Frage an dich. Also, ich freue mich, wenn du was mit mir teilst. Ich höre gerne zu und aber alles, was du nicht mit mir teilen möchtest, ist halt dann auch deine Privatsphäre.“ Und da sind irgendwie für mich 2 Perspektiven. Auf der einen Seite bin ich mit meiner Frage, ähm, nicht schon zu aggressiv und auf der anderen Seite habe ich eine Frage, die, wie gesagt, mich mein Leben lang begleitet, mit der ich, ähm, gleich sehr tief gehen konnte. Ich sage es euch auch gleich. Die Frage ist: „Bist du glücklich?“ Und mit dieser Frage, wenn man die im richtigen Zeitpunkt stellt, hast du irgendwie gleich sehr, sehr viel von der anderen Person. Du machst gleich sehr viele Türen auf. Mhm. Und Mhm. deswegen denke ich mir: „Okay, auf der einen Seite gibt's das, bist du glücklich?“ So, ja, oder nein oder was halt dann auch immer kommt. Und auf der anderen Seite, soll ich überhaupt Fragen stellen? Ja, voll. Da stehe ich grade, ich kann's noch nicht 100% beantworten. Mhm. Okay, ich finde den Gedanken schön und cool. Du machst mit Fragen Türen auf. Und ich glaube, dass das ja dann einerseits schon in der Eigenverantwortung von der Person liegt. Okay, will ich durch die Tür durchgehen? Weil ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen einer offenen Tür und durch eine Tür durchgehen und den Raum, der dahinter liegt, zu betreten. Ähm, und der andere Punkt, dass die Tür die Tür der Person ist, aber für die Person selber verschlossen war Mhm, und du mit dem Stellen der Frage, du für die Person die Tür aufschließt. voll. Und ich glaube, dass das schon ein unglaublich wertvoller Akt irgendwie auch sein kann, den Unbedingt, man ja. gibt. Ja, also ich bin voll bei dir. Ich glaube, mit Fragen kann man Menschen helfen, durch Türen zu gehen, die sie vielleicht selber noch nicht gesehen haben oder nicht öffnen hätten können. Stimmt, ja, auch Aber erst sehen. Die Gefahr ist halt auch, dass diese Person diese Tür nicht sehen möchte. Diese Person möchte gar nicht durch diese Tür gehen und das ist ja voll legitim. Wir sind alle an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben und vielleicht ist diese Tür halt für dich verschlossen, weil es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Mhm.
Und, ähm, der also, so ganz konkret jetzt auf mich bezogen, gibt bestimmt auch Türen, die ich jetzt nicht anschauen möchte. Und, ähm, wenn dann jemand kommt und dort sehr, tief reingeht in das Thema, weiß ich nicht, wie ich mich vor der Frage entziehen kann, ohne mich der Tür zu stellen. Okay, aber das heißt, dass ein Worst-Case-Szenario in einer Konversation sein kann, dass man am Ende vor ganz viel offenen Türen steht, wo man durch keine gegangen ist und aber trotzdem dann irgendwo atmosphärisch eine Spannung da ist, weil so viele Türen aufgemacht wurden, so viele Türen vielleicht gezeigt wurden, da ist eine Tür, aber kein Durchschreiten passiert ist. Sehe ich ein bisschen anders. Also, ich glaube, eine Tür, ja, erstmal glaube ich, kann man mit keiner Frage eine Tür öffnen. Du kannst nur auf die Tür hinweisen. Öffnen muss die Person sie selber, weil sie muss das Thema ja aufmachen. Also, das heißt, du kannst mit deiner Frage dorthin leiten zu dieser Tür. Du Mhm. kannst sagen: „Hey, da sehe ich eine Tür. Wollen wir durch diese Tür gemeinsam gehen?", indem du mir eine Antwort gibst. Ähm, wenn die Person nicht bereit ist zu antworten oder ja, also, wie gesagt, diese Tür öffnen, glaube ich, passiert auf der anderen Seite, nicht auf der Seite des Fragenden. Ähm Und viele Türen öffnen, durch die nicht durchgegangen wird. Das ist ja der Inbegriff von 'n unangenehmes Gespräch. Ich meine, ich stelle 'ne Frage, mein Gegenüber sagt: „Ich möchte auf die Frage nicht antworten." Dann passiert das 2 oder dreimal, dann kann man das Gespräch, glaube ich, auch sein lassen. Also, zumindest für mich ist es so, wenn ich merke, ich komme mit meinen Fragen stoße ich, ähm, irgendwie auf Unverständnis. Das ist mir auch schon in letzter Zeit passiert. Anna, hi. Ähm, ja, da muss man's auch irgendwie sein lassen und sagen: „Okay, hey, scheint irgendwie nicht zusammenzupassen." Für, viele Menschen ist es, glaube ich, einfacher, auf Fragen zu antworten, für manche halt nicht. Mhm. Aber ich glaube, weil wir dieses manche Menschen damit überfordert sind. Ich glaube, dass da ja aber schon ein gewisser Zauber drinsteckt, in den du, glaube besonders gut zaubern kannst. Dieses durch Fragen stellen, auf Mhm. Türen hinweisen. Ich sehe es für mich schon auch das Türen aufmachen. Das ist wäre Okay. für mich in deiner Stärke der Frage schon mit drin, dass man irgendwie ganz neue Konzepte dann für die Person aufmacht, und dass da ein Zauber drin steckt, wo die Person vielleicht kurz mal überfordert ist, vielleicht länger überfordert ist, Mhm. ähm, aber dass das irgendwie so die ich stelle mir gerade einfach nur so irgendwie einen Würfel vor, der im Kopf ist und der einfach mal um einige Grad gedreht wird und man den auf einmal aus einer ganz neuen Perspektive sieht. Also, da eigentlich schon auch was Spannendes. Wie Darf ich kurz? ja? Für mich ist das der Charme an Kommunikation. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir soziale Wesen sind, nämlich, dass wir miteinander reden, diesen Austausch von verschiedenen Perspektiven. Und, mein Anspruch mit der Frage ist ja nicht: „Ich möchte deinen Würfel drehen", sondern mein Anspruch mit meiner Frage ist: „Hey, ich sehe es aber aus dem also, ich sehe den Würfel aus der Perspektive. Warum sehen wir ihn unterschiedlich? Lass uns doch versuchen zu verstehen, wie der Würfel eigentlich wirklich liegt. Ob man wirklich findet, ist wieder was anderes." Mhm. Ähm, ja, voll. Warum sehe ich ihn anders? Was ist das Delta von unseren Perspektiven und was sind auf den einzelnen Würfelseiten vielleicht an Dinge drauf, die du nicht siehst, die ich Mhm. nicht sehe? Ähm, Weil halt letzten Endes für mich auch jede Seite vom Würfel so interessant ist. Also, ich sehe die Seiten vom Würfel, die ich glaube, dass relevant sind zu sehen. Ähm, aber ich habe immer, diesen positiven Glauben, dass auf der anderen Seite auch noch was Spannendes ist, und nur weil ich es gerade nicht sehe, heißt es nicht, dass mir es 'ne andere Person nicht beibringen kann, was dort auf der anderen Seite ist. Und ja, eigentlich glaube ich, ähm, äh, weil du vorher von Stärke von Fragen gesprochen hast, und Stärke klingt so, ich gebe der anderen Person etwas oder ich nehme von der anderen Person etwas, und eigentlich ist das für mich nicht der Sinn von Fragen, auch wenn ich es nur so gehört habe. Für mich ist der Sinn von Fragen halt wirklich etwas daraus zu lernen. Wenn du mir deine Perspektive schilderst, kann ich's beim nächsten Mal als ganzeres Bild sehen. mhm, mhm.
mehr Dinge mit berücksichtigen, auch wenn sie nicht nativ von meiner Perspektive drin liegen. Voll. Und auch wenn ich dann nur weiß, okay, deine Perspektive finde ich halt kacke, so passt einfach nicht zu meinem Weltbild, ist ja voll fair. Äh, Ähm, Tue ich mir nicht weh und ich werde es dir definitiv auch nicht unter die Nase binden. Ich will dir nicht damit wehtun, dass ich deine Perspektive kacke finde, sondern ich will es halt verstehen. Kannst du mir die Räume beschreiben, durch in die du gekommen bist mit anderen Personen auf die Frage: „Bist du glücklich?“ Was gab's da drin? Mhm. Boah. So unterschiedliche Dinge. Hm, boah, eigentlich was ist spannend. Ich glaube, ich habe echt mit dieser Frage schon alles erlebt. Von Menschen, die mich danach ganz anders gesehen haben, die gesagt haben: „Boah, wieso stellst du mir diese Frage? Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt.“ Zu kompletter Verleugnung. „Was glaubst du, wer du bist? Denkst du, du bist Philosoph? Warum stellst du mir so 'ne Frage? Es geht dich gar nichts an.“ Ähm, Ich habe Streit gehabt wegen der Frage, nicht nur einmal. Ich habe extrem positive Gefühle bekommen aufgrund dieser Frage. Und zur Wahrheit gehört auch, ich habe sie bestimmt schon 5 oder 7 Jahre nicht mehr gestellt, einfach weil ich sie inzwischen als zu aggressiv empfinde. Als zu aggressiv, als zu übergriffig, Mhm, weil sie zu tief in die innere Welt von der anderen Person geht. voll, ja. Okay, darum auch als Antwort, okay, was ist eine starke Frage? Das ist eine starke Frage, weil Mhm, sie auch einen starken polarisierenden Charakter hat. voll, ja. Ähm, Aber ich glaube, da habe ich deine Frage auch einfach schon in meinem Kopf selber geframed. Also, mhm, ich habe dein „Was ist eine starke Frage?“ so verstanden. ja, Kann natürlich auch was ganz anderes mhm. sein, ja. Also in dem Polarisierungsaspekt. Ja. Mhm. Wo das aber irgendwie diese Menschen zu polarisieren, das irgendwie ein Gedanke ist, der für mich immer wieder auftaucht, mit dem ich habe das Zitat leider nicht von einem amerikanischen Psychologen, also ich kann es gar nicht mehr genau raus. Es geht irgendwie darum, dass wir als Menschen Ecken und Kanten zeigen, beziehungsweise dass wir genau das an anderen Personen spannend finden, diese Ecken und Kanten zu erleben, und nicht irgendwie so ein squishy, soft irgendwie Ding, wo man nicht auch vielleicht genau weiß, woran man ist. Ähm, und dann irgendwie diese Polarisierung als manchmal als Tool präsentiert wird, um kantiger zu sein, indem man klar Position bezieht und somit andere polarisiert. Siehst du da noch andere Wege, Vielleicht Kanten zu kurze haben? Frage dazu: Ja. Magst du deine Kanten an dir selber? Ich glaube, das ist auch eine starke Frage, oder? Die einem Türen öffnet in die eigene Welt. Mhm. Der erste Impuls wäre für mich jein. Ja, manche Mhm, mag ich voll und manche, glaube ich, mag ich noch nicht. Also, das sind noch hm, mein inneres Bild ist gerade diese einen Pflanzensamen, die eigentlich von denen aus Klettverschluss erfunden wurde. Das ist gerade das Bild, dass da an nicer Fun bestimmten Fact. dass an bestimmten Dingen da, glaube ich, noch solche diese Klettpflanzensamen dran sind und ich die noch rausziehen muss, dass ich die mag. Weil also, wenn ich mich jetzt so selber sehen würde, dann bin ich nicht unbedingt Fan von meinen Kanten, weil Kanten für mich das gefühlt sind das die Dinge, die ich an mir selber noch nicht so sehr akzeptiert habe, dass es keine Kanten mehr sind. Kanten sind die Dinge, die rausstehen, die anecken, die wechselseitig Schmerz verursachen. Ähm, und das heißt nicht, dass man nicht edgy sein sollte oder dass man nicht, zu sich selber stehen sollte. Aber es muss also, ich kann's noch nicht ganz beschreiben, aber für mich gefühlt, eigentlich würde ich gerne ohne Kanten einfach ich selber sein. Ja, voll. Okay, dann die Frage: Bist du, wenn du ganz du selber bist, bist du kantenlos? Oder hast du nicht genau Ich dann sehe noch meine Kanten nicht mehr. Ich glaube, für andere bin ich dann bestimmt immer noch irgendwie kantig, aber also, ich für mich selber habe keine Kanten mehr. Und meine Frage ist, weil du ja gesagt hast, so die Kanten sind das, was uns an anderen Menschen anzieht. Wenn ich die Kanten an mir selber nicht mag, warum sollte ich die Kanten an anderen Menschen mögen? Ich mag natürlich die Charaktereigenschaften. Ich mag, wenn sie zu sich selber stehen und zu ihren Charaktereigenschaften. Vielleicht ist es auch gerade nur Wortklauberei, aber für mich ist, eine Kante eher etwas, an dem man sich immer wieder stößt. Und das brauche ich ehrlich gesagt gerade nicht. mhm. Okay, ja, ich glaube, wir könnten das jetzt noch weiter Wortklaubereien, und auf
semantischen Dingen rumspielen, die aber vielleicht da jetzt grad nicht so diese Relevanz haben. Deine Frage ist ja auch weitergegangen und den zweiten Teil habe ich jetzt gerade nicht mehr. Von welcher Frage? Von der beginnenden? Die Frage war ja, wie stehst du zu Kanten? Mhm. Und der zweite Teil, der Ja, genau, und ob was du noch für weitere Möglichkeiten siehst, außer zu polarisieren mit vielleicht Fragen hm, oder auch egal mit was du polarisierst, aber ob es andere, ich nenne es mal, Tools gibt, mit denen du Kanten zeigen kannst? okay, check. Ich glaube, ich verstehe ein bisschen besser, was du meinst. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist super viel Auftreten. Also, wie gehst du in einen Raum rein? Und wir sprechen jetzt von fiktiven Räumen. Ähm, ich habe für mich gelernt, was, meine Rolle ist, wenn ich in 'nen Raum gehe oder wie ich mich selber wahrnehme oder wie andere mich wahrnehmen, wenn ich in Ja. 'nen Raum reingehe. Ähm, und versuche halt konstant an der zu arbeiten. Versuche mich selber noch mal in neue Perspektiven zu begeben. Wie könnte ich anders wahrgenommen werden? Ohne daraus so 'ne Wissenschaft oder Mathematik zu machen. Aber ich glaube, es ist schon interessant, einfach sich mit sich selber und seiner Wirkung auseinanderzusetzen. Äh, und nachdem du nach Tools gefragt hast, ich glaube, ja, die einfachste Handhabe ist natürlich das Äußere, das 'n Mensch hat. Also, wie siehst du aus? Und da gilt's ja dann nur die eigene Rolle, die eigene Persona zu finden, ähm, und die dann möglichst nah an sich selber zu verkörpern. Also, Die Persona möglichst nahe an sich zu verkörpern. wir sprechen jetzt in Stereotypen, aber wenn du jetzt, als der, Business Guy wahrgenommen werden möchtest, dann hast du natürlich dafür relativ einfache Hebel, weil du weißt, wie sieht ein Business Guy in der Regel aus. Also, wir sprechen jetzt wieder in Stereotypen, Anzug, vielleicht, gegelte Haare, sowas in die Richtung. Ähm, das bist aber dann noch nicht du. Nur weil du das sein möchtest und dich vielleicht so kleidest und stylst, bist das noch nicht du, sondern du bringst ja auch deine eigene Komponente mit. In deinem Fall ist es jetzt okay, du hast einen starken Bart. Ähm, dann gilt es halt quasi, diese Persona, die du sein möchtest, mit dir selber abzugleichen und daraus dann so eine gesunde, homogene Mischung zu finden. Mhm, verstehe, wo sich die 2 Dinge überschneiden, gut Voll. treffen und ich das dann gut Weil ich verkörpern glaube, kann. du sein ist viel wichtiger als die Persona zu sein. Ich glaube, du Mhm. sein ist immer der Cheatcode für alles. Ja, Hm, ja. Okay, und in du sein ist für dich heißt für dich authentisch sein? ja, fix. Ja, sind wir wieder beim Thema authentisch sein in verschiedenen Kontexten. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist habe ich für mich so das Thema erlebt, indem das mir dann so gesagt wurde, ähm, da ist ich glaube, ich bin in unterschiedlichen Kontexten habe ich unterschiedliches Verhalten, beziehungsweise ich glaube, dass das sehr vielen von uns so geht, aber für mich so dann erlebt als Feedback, ähm hey, wir haben dich irgendwie da immer ruhiger erlebt und sehr fokussiert auf die ganzen Tasks. Und dann bist du in dem Kontext auf einmal unglaublich extrovertiert, präsentierst vor großen Gruppen etc. Und dann die Frage kam, ja, wer bist du jetzt eigentlich? Und ich die Frage dann immer seltsam fand, weil, na, ich bin halt ich in verschiedenen Ausprägungen. Das Mhm. eine ist nicht weniger ich als wie das andere. Ihr habt jetzt gerade halt einfach nur mein Ich in diesem Kontext erlebt und warum schließt ihr dann drauf, dass das mein gesamtes Ich ist? Ähm, vielleicht geht es darum dann aber auch wieder darum, die Komponente, dass ich in bestimmten Kontexten mich selber einschränke in meinem Verhalten und eine geringe Bandbreite zeige, was dazu führt, dass die anderen Personen es so wahrnehmen. Ähm. Wäre 100% das, wo ich jetzt mit dir gern gegangen wäre, weil also, ich habe dich nie unterschiedlich wahrgenommen. Also, wir verbringen viel Zeit miteinander. Ich habe nie irgendwie dann 'n Bruch in dir als Persona gesehen, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, egal in welcher Situation du dich bewegst, du bist derselbe Typ. Du hast dieselbe Art zu sprechen, dieselbe Intention, denselben Humor. Ähm, vielleicht das Einzige, wo es so 'n Bruch gibt und ich, glaube, das ist nicht exklusiv für dich, sondern für jeden so, ist, wenn du nervös bist. Mhm. Und wenn man jetzt mal das ausklammert, dann immer man selber zu sein mit den Rahmenbedingungen, die es halt gibt, ja, finde ich voll fair. Also,
Ja, vielleicht noch ein also, weil du gesagt hast, so in unterschiedlichen Situationen sich unterschiedlich verhalten und irgendwie kann ich dem nicht so viel abgewinnen. Ich versuche in jeder Situation, egal wie unangenehm es ist oder wie unpassend es auch ist, ich selber zu bleiben, weil ich sehr früh schon sehr, sehr viel von mir verleugnet habe und das nie wieder machen möchte. Mhm. Also, ich will nicht die Situation größer werden lassen als ich, weil die Gefahr besteht, dass man das dann in jeder Situation macht. Was hat das für ein Gefühl bei dir ausgelöst, dieses von dir selber Verleugnen? Ja, einfach extrem fremd zu mir und zur Welt. Mhm, Ich habe immer von 'ner Maske gesprochen, die ich aufsetze oder die ich aufgesetzt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich's in der Gegenwart damals auch gemacht habe. Nur im Nachhinein ist mir das dann so einfach klar oder bewusst geworden, dass ich halt nie ich selber sein konnte in den Situationen. Und ja, wie gesagt, also, für mich ist es jetzt schon so im Kleinen, in Situationen, wo es unpassend ist, selbst da will ich mich nicht anpassen, weil ich nicht denke, dass eine Situation so wichtig sein kann, egal wo ich bin. Das kann nie so wichtig sein, dass es Sinn macht, mich selbst zu verleugnen. mhm, mhm. Aber geht's da nicht drum, wenn wir jetzt zurückkehren, wo wir vorhin beschrieben haben, okay, so bestimmte Stereotype und das eigene Selbst, dort einfach die Schnittmenge zu suchen, wo sich die 2 treffen und dass dann diese Schnittmenge ein Mhm. Bereich sein kann, in dem ich mich aufhalten kann, wo ich vielleicht die die Assoziationen, die dieses stereotype Bild mit einher hat, nutzen kann für meine Ziele in diesem Kontext und gleichzeitig ja aber mich trotzdem nicht verleugne? Wäre das nicht ein Punkt? So wie ich's dir erzählt habe, hat's gestimmt. Also, so habe ich's gefühlt. Und jetzt, wenn ich's aber auf mich beziehe, würde ich nein sagen. Also, wenn ich jetzt nur für mich denke, dass so wie ich's dir vorher erzählt habe, war immer mein Anspruch. Ich wollte, wenn ich nach etwas gestrebt habe, nach einer anderen Rolle, dann wollte ich immer, eine gesunde Mischung finden aus mir selber und aus dieser Rolle. Mhm, Vielleicht ist der Unterschied, dass ich jetzt nach keiner Rolle mehr strebe. So, ich habe nicht das Ziel, anders wahrgenommen zu werden, sondern ich bin mit dem, wie ich wahrgenommen werde, eigentlich voll zufrieden. mhm, Und deswegen, für den allgemeinen Frieden kann man das natürlich machen. Damit alle sich an diesem Event oder wo auch immer wohlfühlen, kann man sich natürlich anpassen, ohne dass einem das eigene Ego da im Weg stehen sollte. Aber wenn ich sage, es geht nur um mein Wohlbefinden, ähm, dann muss ich mich für niemanden mehr anpassen. mhm. Ich habe Ich habe grad noch, ja. wieder 'ne Metapher. Das heißt, du kannst einerseits das als Schnittmenge betrachten von Mhm. diesen 2 Bereichen. Du kannst aber auch gleichzeitig sagen: „Okay, der eine Bereich, der ist, rot und der andere Bereich ist blau und dann ist die Schnittmenge violett und dass halt violett eine andere Farbe ist als wie rot.“ Würde das diese Erweiterung der Metapher für dich da Ne, besser das beschreiben, warum es nicht passt? mm. Okay. Für mich ist es eher, also, Violett kommt auf dem Event immer noch super an. Alle Mhm. sagen sich: „Oh, da ist Violett voll nice.“ Für mich ist es eher, Ja, aber ähm es geht ja drum, ob du violett sein willst. voll, komme ich gleich. Für mich ist es eher, wenn ich da hingehe, bleibe ich rot. Und wenn jemand mit Rot nicht zurechtkommt, auch wenn Rot überhaupt nicht meine Farbe ist, nehmen wir Rosa. Auch wenn die Leute mit Rosa nicht zurechtkommen, so be it. Ich habe kein Problem mehr damit zu sagen: „Hey, ich bin rosa. Ihr habt mich eingeladen. Wenn ihr nicht wusstet, dass ich rosa bin und rosa bleibe, sorry dafür.“ Hm, ich habe 'n Real-Life-Beispiel tatsächlich von vorgestern, ja. Da waren wir auf'm Comedy-Abend und, wir sind angekommen auf die Minute pünktlich. 19:45 stand auf dem, so, es geht los. Wir kommen an, es ist niemand da, bis auf einen Typ, der noch an seinem Comedy-Programm schreibt. Wir sagen: „Hey, sind wir zu früh?“ „Ja, kein Problem, setzt euch einfach. Ich bin eh kein Host hier.“ Da habe ich mir gedacht: „Okay, finde ich bisschen seltsam. 19:45, wir sind die Einzigen, macht irgendwie 'n bisschen wenig Sinn. Ah, gut, setzen wir uns mal kurz hin, schauen, was passiert. Wir nehmen unseren Drink, trinken dieses eine Getränk.“ Inzwischen sind 20 Minuten vergangen. Niemand ist dazugekommen, außer noch 3 Comedians scheinbar. Also, wir waren immer noch die einzigen Gäste und ich habe jetzt schon über 20 Minuten gewartet.
Und, ich habe in letzter Zeit viel gewartet auf verschiedene Leute und ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, in dem Moment zu warten. Ich war richtig angepisst. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt: „Hey, sorry, aber ich muss jetzt weggehen. Ich habe gar keinen Bock mehr hier zu warten.“ Er hat gesagt: „Nein, wir warten noch. Ich finde es unangenehm, jetzt zu gehen.“ Und alles voll verständlich, ist auch unangenehm. Wir sind die einzigen Gäste. Der ganze Abend ist basically jetzt für uns gehostet worden und wir zerstören den Abend, indem wir sagen: „Hey, wir gehen trotzdem.“ Aber ich wollte nicht mehr warten. Ich hatte keine Lust mehr. Und dann sind wir halt aufgestanden und dann hat die eine Comedian gesagt: „Wartet, wartet, wir wollen jetzt beginnen. Wollt ihr wirklich schon gehen?“ Und ich schaue sie an und ich sage: „Sorry, aber ich habe einfach zu lange gewartet. Ich habe keine Lust mehr. Ich werde jetzt gehen.“ Und sie war wirklich traurig und im Nachhinein war ich auch traurig, weil ich mir gedacht habe: „Okay, hätte man nicht so hart sein müssen. Man hätte den Abend von denen quasi noch irgendwie weiter wer weiß, vielleicht also, es gibt so viele Gedanken, vielleicht wäre was Gutes daraus entstanden. Viele Gedanken, die man da haben kann. Aber in dem Moment wollte ich mir selber treu bleiben und ich fand's uncool, dass ich 20 Minuten warten gelassen werde. Ich fand's uncool, dass niemand mit uns redet, weil die wissen ja, da sind 2 Gäste. Wenn ich der Host wäre, hätte ich schon längst gesagt: „Boah, cool, wir haben euch 2 Gäste. Freut uns voll, dass ihr hier seid, immerhin hier.“ Äh, zu rational schon wieder, aber im Endeffekt, ich bin mir selber treu geblieben. Die Situation war unangenehm für alle Beteiligten, aber ich bin rausgegangen und war zufrieden mit mir selber. Ich war glücklich, dass ich gegangen bin. War ich einfach nicht 20 Minuten, also, das war mir schon zu lang. Das war schon nur wegen meinem Freund, mit dem ich dort war. Ja, voll. Mhm, mhm. Dass das Warten auch ein Aspekt sein kann, in dem man sich selber nicht traust, weil du jetzt dort mit einer gewissen Intention hin bist, etwas zu erleben und dann das einfach nicht passiert ist? Oder Äh, wo ist für dich die Komponente des im Warten nicht treu zu sich selber zu sein? ich glaube, wir hatten kein so spannendes Alternativprogramm, dass die 5 Minuten oder die also, keine Ahnung, dass die Zeit, dass die mich umgebracht hätte, sondern es war eher ich finde, es hat was mit wechselseitigem Respekt zu tun. Ich nehme mir die Zeit, Mhm. ähm, wir haben 'n klares Commitment, wann was beginnt und wann was aufhört. Und wenn ich merke, mein Gegenüber hat dort irgendwie 'ne Veränderung oder sieht das einfach anders, ist ja voll fair. Vielleicht ist für dich das nicht so klar, wenn 19:45 steht, heißt 20:15. Voll fair. Aber für mich ist es halt so klar. Und dann muss ich halt mir für mich entscheiden, ist mir dieses Programm so viel wert, dass ich mich auf deine Realität einlasse und sage: „Okay, es beginnt irgendwann“, oder ziehe ich irgendwann mal den Stecker und sage: „Hey, okay, ich merke, meiner Realität wird grade, nicht gerecht. Ich setze sie jetzt durch, indem ich dann gehe und für alle 'ne unangenehme Situation erschaffe.“ Ja, ja, ja. Mhm. Ich finde, das ist 'n spannender Punkt davon. Lasse ich mich auf die Realität des anderen ein oder wie klar kommuniziere ich, muss ja nicht immer verbal sein, sondern eben einfach auch durch Handlungen, Ja, dann meine eigene Realität und wo die Grenzen meiner Realität sind oder die Grenzen voll. zu der Realität der anderen Person. Und ich finde aber verbal voll wichtig. Also, ich finde, vorher anzukündigen und dann zu handeln, ist ein Schritt, der so viel Druck aus so vielen Situationen nimmt und du gibst deinem Gegenüber die Chance, noch drauf zu reagieren. In dem Fall habe ich niemanden identifizieren können, der sich für also, der gesagt hat: „Ich bin verantwortlich.“ Für mich war das so 'ne, Diffuses eher eine Ding diffuse Masse, die da vor mir saß, wo ich nicht ganz an gewusst habe, Comedians, ja. schreibt ihr jetzt grade euren Text? Muss ich jetzt noch warten, bis ihr fertig geschrieben habt? So, da habe ich niemanden gegenüber Rechenschaft, empfunden, sondern habe einfach gesagt: „Okay, let's go.“ Ja. Okay, zuerst verbal ankündigen, wenn es eine Person gibt, die ich verbal adressieren kann. Ich meine das Mhm. auch mit, uns zum Beispiel. Also, wir hatten jetzt die letzten Wochen so 2 3 Situationen, wo wir dann darüber geredet haben und nicht gleich Handlungen gesetzt haben, sondern wir sagen halt: „Okay, hey, da stört mich grade was. Das ist irgendwie so grade liegt das anders, als liegen sollte aus meiner Perspektive.“ Ja. Durchs Reden geben wir uns die Möglichkeit, die wechselseitigen Perspektiven zu verstehen, Mhm. vielleicht sogar die Position von dem, was falsch liegt, zu verändern. Und somit den Würfel wieder holistischer zu sehen Das und ist der drehen zu erste können? logisch, das ist der erste Ja, Anspruch beim Reden, voll. Und dann drehen, ja. und dann drehen, ja. Um noch zurückzukommen auf die Frage, mit der wir gestartet sind. So, was ist die mächtigste Frage? Und ich glaube, ich habe es vor Kurzem im Podcast wieder so gesagt, dieses universelle Konzept. Was ist die giftigste Schlange? So die Antwort? Ja, Mhm. die dich gerade gebissen hat.
Was Aber wenn ist die gar nicht giftig ist? Wir definieren die Menge an Schlangen, die dich gebissen hat, als grundsätzlich giftig. Was ist da aber um das Konzept noch jetzt hast du mir gleich das ist ein Konzept zerschossen. Sorry Jetzt dafür. ähm, es muss ja vielleicht auch einfach nicht nur giftig sein. Vielleicht kann, auch wenn es so ungiftig ist, dich trotzdem mit Bakterien infizieren. Mhm. Oder mir Angst machen, so dass ich in der Psychose lande. Oder das, um das Konzept noch schön auszuführen. Was ist die beste Kamera, die du gerade zur Verfügung hast, um den Moment einzufangen? Ähm, Was ist das beste Buch? Das, was gerade am besten zu deiner Lebensrealität passt und für Mhm, okay, ja, da check das spannende Konzept jetzt. Impulse gibt. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es jetzt verstanden. Äh, und, hm und ja, vielleicht um diesen Spirit aufzugreifen, so was ist die beste Frage oder was ist die stärkste Frage? Mhm, Na ja, die Frage, die dir gerade am meisten wertvolle Impulse geben kann. voll, ja. Und ich aber für mich da schon bei einer konkreten Frage gelandet bin, die Frage: „Mit was will ich mich gerade am wenigsten auseinandersetzen? Vor was habe ich am meisten Angst, mir Gedanken drüber zu machen?“ Ähm, Und dann mit dieser Frage zu sitzen, 5 Minuten, halbe Stunde oder auch mal, weiß nicht, 3 Stunden, wenn man da gerade diesen Space dafür hat. Und dann halt auf diese Antwort einzugehen. Und ich habe das unglaublich geschickt einfach nur mental gemacht, ohne die emotionale Komponente davon mitzunehmen, bis ich dann das auch realisiert habe. Und, da vor Kurzem gestern ein Buch, auch noch mal was Spannendes dazu gelesen, und zwar von Luca de Lana. A Good Geiler Antidote. Name. Hm? Geiler Name. Ja, finde ich auch. A good antidote is to acknowledge that our path towards success is paved with lessons we don't want to learn. And the way forward consists of asking ourselves what unpleasant lessons we have been avoiding. Und ich fand das cool, weil das war für mich wieder sofort die Metapher, okay, das sind einzelne Steine hin zu dem Erfolg, wie auch immer man den eigenen Erfolg definieren will, die man gehen muss, um dorthin zu kommen, aber die vielleicht ich habe dann noch das Bild so kennst du das? Barfuß im Sommer sein und dann aber auf Steinplatten, die aber voll aufgeheizt sind von der Sonne, nicht raussteigen zu wollen oder es halt einfach unangenehm ist. Und dieses Bild hatte ich dann von irgendwie barfuß zu sein und da zu wissen, okay, da wäre jetzt Wasser, aber ich kann nicht auf dem Wasser laufen, nur muss ich auf den Steinen laufen, aber es ist halt unangenehm, da drauf zu steigen. Und fand das ein starkes, spannendes Bild. Hm, Wie siehst du das? Boah, so viele Gedanken, die auf dem Weg jetzt entstanden sind. Einmal, wenn ich kurz zurückkommen kann zu deiner Frage. Würdest du sagen, ist 'ne Lebensfrage oder ist es 'ne aktuelle Frage? Was verstehst du unter Lebensfrage? Hm, ich glaube, ich habe dir meinen Text zum Tod geschickt und für mich ist 'ne Lebensfrage eine, die einen immer wieder begleitet, zu der man immer wieder stößt, weil sie halt einfach, ähm, dich als Charakter so geprägt hat, dass du mit dieser Frage immer irgendwie zu tun hast, aus Mhm. irgendeiner Perspektive. Okay, und das andere war eine situative Frage, oder? Voll, es ist halt Mhm. grade irgendwie für dich die letzten Jahre oder jetzt grade so Thema, weil du halt Mhm. gewisse Erfahrungen gemacht hast. Hm, Na, ich würde sagen, das ist eine Lebensfrage seit dem Punkt an, wo ich sie halt einfach entdeckt habe, ist sie schon ein Faktor, der konstant immer wieder auftaucht, so als irgendwie auch ein Kompass. So, okay, bin ich eingenordet? Ich finde das Wort irgendwie spannend. Ähm, Drum Ersteres. Und hast du das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die du vermeidest oder warum würdest du sagen, ist das für dich so 'ne relevante Frage? Ich weiß nicht, ob ich zu viele Dinge vermeide, aber ich glaube, ich weiß, dass ich bestimmte Dinge vermeide. Ähm, und mir in dem Vermeiden irgendwie halt auch selber im Weg stehe. Ähm, Beziehungsweise vielleicht, um wieder in meine Metapher einzutauchen, okay, wenn ähm ich bin schon barfuß auf einer Steinplatte, ähm, und will nicht auf die nächste steigen, aber dann habe ich halt trotzdem nur die Option, auf der, wo ich schon steige, hin und her zu tanzen und die ist trotzdem heiß. Vielleicht ist sie mittlerweile ein bisschen weniger heiß als wie die Mhm. nächste. Ähm, ja. Wie viel Energie nimmst du der Situation, wenn du die ganze Zeit auf ihr rumspringst? Hm.
Oder wie viel Energie gebe ich der Situation, weil ich auf ihr herumspringe? Das wäre natürlich der Worst Case. Hm, ja, aber ich glaube, manchmal ist auch das der Fall, oder? Mhm. Und dann eigentlich die letzte Frage, die sich mir jetzt so ergeben hat, eine ganz rationale Frage. Wie schaffst du es, dich länger als 2 Minuten mit so 'ner Frage auseinanderzusetzen? Also, Das ist come on, das ist kein Problem. 3 Stunden, das also, ich will nicht sagen, du bist 'n Angeber, aber das schaffe ich ja nie im Leben. Hm, ja, ich glaube, dann unterscheiden wir uns da halt einfach in der Zeitspanne, die wir brauchen von ins Bett gehen und einschlafen. Also, da Möglich, ja, wobei gestern Nacht wahrscheinlich das Gegenteil der Fall war, aber ja. ähm, da das problemlos zwischen 10 und 3 Stunden werden Stark, können. stark. Wobei, ja, jetzt dann vielleicht es darum geht, dass das manchmal nur ein Tanzen auf dem gleichen Stein ist. Das, drüber nachdenken ist das Tanzen. Mhm, ja. Weil das Tun, die Handlung wäre die Action, Mhm. weiterzugehen und dann das Und wie würdest du in der Metapher das emotionale Auflösen der Frage sehen? na Weil wenn ich jetzt den heißen Stein mir vorstelle und ich ja. habe meinen Frieden damit gefunden, dass dieser Stein heiß ist, kann ich mich dann einfach hinsetzen und akzeptieren, dass er heiß ist? Pain is inevitable, but suffering is optional. Ja, Das wäre jetzt der voll. Punkt, bei dem ich lande, so dieses, Das Leben ist Leid, ja. Das ist einer der Leitsprüche, voll, ja. aber dass ich mich dann entscheide: „Okay, das ist vielleicht unangenehm, but I'm not gonna suffer." Was per se, glaube keine leichte Sache ist, aber das ein Weg sein kann. Ja, halt zu sagen: „Okay, das Leben hat nun mal heiße Steine und ich weiß, dass ich auf diesem heißen Stein jetzt sitze. Ich weiß, dass er mich nicht umbringt.“ Mhm, Also, wenn wir jetzt nur von mortaler Angst sprechen, ähm, ich weiß, er wird abkühlen, wenn ich jetzt da mich hinsetze. Ähm, Eventuell weiß ich sogar, dass meine Haut beim nächsten Mal weniger auf diese Hitze reagieren wird mhm, mhm, und ich akzeptiere die Situation jetzt als super unangenehm, aber ich bin auch cool damit, weil ich weiß, ja. geht schon wieder weiter. Ja, oder vielleicht einfach auch der Punkt, hey, da kommt vielleicht irgendwann eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt und Mhm. dann werden die Steine auch abkühlen oder der Tag geht auch irgendwann zu Ende und am Abend werden die Steine verzögert, aber trotzdem auch sich dann abkühlen und dann geht's wieder leichter. Dann Wobei ist das ja es die vielleicht äußere Linderung ist. Die wie äußere bitte? Linderung kann kommen oder kann auch nicht kommen. Kann ja sogar Mhm. noch schlimmer werden. Kann ja sein, dass es erst 10 Uhr ist und der Stein schon jetzt so heiß ist und es in 2 Stunden aber fast unerträglich wird, darauf zu stehen. Und deswegen also, dieses emotionale Auflösen der Frage ist für mich eigentlich, ja, wie kann man das hinbekommen in jeder Situation? Wie kann man in jeder Situation sagen: „Hey, es tut mir nicht mehr weh. Mhm, Meine Haut brennt, aber es tut mir nicht mehr weh.“ mhm, mhm. Über was willst du mehr reden? Willst du jetzt mehr, also als eine Frage an dich, stellst du dir so vor, so, du hast diese, ich glaube, Erstleserbücher, wo du entscheiden kannst, geht's auf Seite 22 so weiter oder willst du auf Seite 40 so weiterlesen? Willst du mehr Das waren über meine Lieblingsbücher. mhm. Na, meine nicht ganz. Für mich war ich hatte immer den Punkt, ja, ich will eigentlich beides wissen. Am Ende habe ich irgendeinen Logisch Weg habe ich auch gefunden. alles gelesen, ganz klar. Aber die Aber und das zerstört wieder die Storyline. 100%. Und ich habe es auch gehasst, wenn meine Storyline zu früh geendet hat. Wenn ich quasi den falschen Weg gewählt habe und deswegen dann das ganz anders weitergegangen ist, als ich mir gedacht habe. Also, ich habe ja strategisch gedacht. Ich habe ja gedacht, wenn ich jetzt da lang gehe, dann kann ich bis zum Schluss lesen und auf einmal fährt 'n Auto um die Ecke und mein Bein ist gebrochen und ich kann doch kein Fußballprofi werden und ich habe es gehasst. Ähm, willst du mehr über Risiken oder mehr über Chancen sprechen, die in Für uns in beide jetzt oder allgemein in meinem Leben? hm, oh ja, können es auch ganz groß machen. Ich hätte jetzt mehr noch gedacht, in Risiken und Chancen bei der Frage: „Bist du glücklich?", die vielleicht wiederzustellen. Aber wir können es auch durch die ganzen Ebenen durch extrahieren und die Frage auf den Hätte ich einzelnen Ebenen ausreden lassen beantworten. sollen, gell? Risiken und Chancen bei der Frage: „Bist du glücklich?“ Risiken und Chancen bei der Frage. Ich würde sie eigentlich gerne dir stellen. Ob ich glücklich bin? Mhm, Na ja, ich mache es mir jetzt leicht und sage, jein. mhm. Ähm,
Äh, hm. Ich war gestern Abend auf einem Konzert und mit dem Freund, wo ich dort war, der hat den Sänger gekannt und dann haben wir danach noch, was getrunken. Und eine ja, du bist da ist hängen geblieben, beziehungsweise ist das jetzt grad wieder aufgetaucht. Ähm, Der Punkt von we there always gonna be trouble, but we can choose what kind of trouble we want. Ähm, und Und er hat es noch mal so weitergeführt mit dem Punkt, okay, na ja, so er war hat's beschrieben in Bezug auf Personen, was sind positive und negative Aspekte mal von anderen Personen und er meinte, na ja, er singt dann schon, also Personen sind aktuell eine self-fulfilling prophecy, wie ich der Person also zugehe, das wird dann vielleicht auch einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, hochkommen und nicht erleben, also so mein eigenes Framing dazu. Ja, voll. Und drum das wäre jetzt so ein Erklärungspunkt, wenn ich von meiner sage, ja, irgendwo beides. Also, ich glaube, es gibt immer Dinge, wo ich nicht happy drüber bin und es gibt Sachen, über die ich sehr happy, zufrieden, stolz bin und das dann halt darum geht, wo ich meinen Rahmen gerade ziehe, wie ich den verschiebe auf diesem Spektrum von happy und unhappy, wie viel ich von beidem mitnehme oder nicht mitnehme. Ähm Wenn ich jetzt sage: „Okay, ich will die Frage beantworten, sodass sie für mich unangenehmer ist zu beantworten“, hm, glaube, tendiere ich aktuell mehr in Richtung „Nein“, ähm, weil ich erlebe, dass das Leben ja auch unterschiedliche Phasen hat und in unterschiedlichen Phasenabschnitten Themen da sind, Aufgaben, die es zu lösen gibt. Also, kann man, glaube ich, unterschiedlich erklären. Einerseits so Eric Erikson, die Life-Tasks, und wenn ich jetzt so sage, okay, zwischen 21 und, sagen wir, 30 oder wie auch immer man das schätzen will, gibt es bestimmte Life-Tasks, die zu beantworten sind. Hast du dein Alter schon mal im Podcast gesagt? Hm, ich glaube nicht. Aber jetzt kann man sich ich würde Spoilerst du's? nein, ich kann's nicht spoilern. Aber zumindest kann man's jetzt grob, einordnen. Ähm, hm, so, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Zwischen 21 und 30 gibt's Genau. Live-Tasks. Ja, genau. Und ich glaube, dass ein paar grad einfach noch intensiv auf dem Tisch liegen. Mhm. Ähm, und dann kann ich sagen: „Okay, ich bin irgendwie gut oder intensiv bei diesen dabei.“ Und dann streut halt irgend das schießt dieser Gedanke rein: „Schau mal die Person an, die hat jetzt gefühlt die und die Task alle schon, abgehakt.“ Und dann kommt zumindest für mich eine gewisse Unzufriedenheit auf, mit dem, dass, aus meinem Naturell, glaube ich, schon ein starker Drive da ist. Und ich erlebe, ich will viel machen. Ich hätte gerne irgendwie schon mehr gemacht und weiß gleichzeitig, dass dass ich in meiner Biografie Aspekte drin hatte, Aufgaben, die andere einfach überhaupt nicht hatten und die halt einfach Zeit gebraucht haben, und somit zu einem anderen Punkt stehe. Hast du konkrete Dinge, wo du weißt, die hätte ich gerne schon gemacht? Hm, Oder vielleicht darf ich die Frage noch mal anders ja. stellen. Ist es nicht eher, du hättest gerne mehr erreicht? Hm, ja. Ja. Hm. Ich hätte gerne schon mehr erreicht, weil für mich der Gedanke aufkommt, dann wären gewisse Dinge entspannter. Und das kann Mhm. vielleicht ein falscher Gedanke sein in dem Aspekt, okay, dass ich mir einfach nur Ziele definiert habe, ohne genau zu beschreiben, was sind die Erfüllungsbedingungen für das Ziel, wie fühle ich mich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Und dass es vielleicht auf dem Weg einfach schon Möglichkeiten gibt, in diesem Gefühl zu sein. Okay, ich kann es mit dem auch einfach konkreter machen. So, ein Ziel ist, irgendwann ein großes Haus mit Garten zu haben, wo ich coole Events, Dinners, Tastings et cetera hosten kann, ähm, und habe da ein inneres, klares Bild von diesem Ziel, aber dieses Gefühl, was zu hosten, mit gutem, leckeren Essen, wo sich die Menschen wohlfühlen,
das kann er jetzt ja genauso machen, halt nicht in einem Machst du ja anderen auch Rahmen. Ja, regelmäßig und also kriegst ja auch jedes Mal voll positives Feedback. ja, Ähm, voll. Aber fühlt sich für mich irgendwo innerlich noch nicht ganz an, weil es halt noch in der ja, Ausprägung voll noch verstanden. nicht an dem Bild ist, das ich innerlich habe. Deswegen habe ich nämlich noch mal nachgefragt, weil ich finde, das, was also, du machst sehr viel und auch aus dem, was ich von deiner Biografie weiß, hast du immer viel gemacht. Und deswegen konnte ich das nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, so macht's auf jeden Fall mehr Sinn. Ähm, Bist du glücklich? Ich glaube, du bist die erste Person, die mir die Frage Hm. zurückstellt. Echt? Mhm. Wirklich? Und habe ich natürlich jetzt gehofft, dass du sagst. Ähm, aus verschiedenen Punkten würde ich die letzten Jahre immer antworten: „So glücklich wie noch nie.“ Ich glaube, ich war es sehr, sehr lange nicht. Also, wahrscheinlich so bis 25 oder so, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt: „Boah, das Leben ist schon echt ganz schön scheiße.“ Ähm, und dann hat sich für mich etwas Grundlegendes geändert, nämlich, dass ich zu mir selber stehen konnte. Und ab dem Zeitpunkt irgendwie wird jeder Tag mehr glücklich, was nicht heißt, dass ich nicht auch an manchen Tagen traurig bin oder dass es Dinge gibt, die mich zurückwerfen. Ähm, keine Ahnung, irgendwas passiert, was einem halt nicht so richtig sitzt, wo man denkt: „Hey, da habe ich gerade mehr reingegeben, als ich rausbekommen habe.“ Oder, hm, da werde ich anders wahrgenommen, als ich mich selber wahrnehme. Solche Dinge, glaube ich, kann man nie 100% auflösen. Vielleicht schon, vielleicht schon. Ja, okay, ich nehme es zurück. Man kann's 100% auflösen. Okay. Ist mein Weg, da möchte ich hin. Aber Stand jetzt würde ich sagen, wenn du mich fragst, bin ich glücklich? Voll, voll. Ich bin richtig glücklich. Ja. Und für dich das begonnen hat, mit dem zu dir selber zu stehen. Jetzt, wo ich so höre, klingt das zu einfach, aber ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, ähm, der entscheidende Faktor gewesen. Aber zu sich selber stehen bedeutet natürlich auch erst mal sich selber verstehen. Mhm. Ähm, hm, Know thyself. ja. Und ich glaube, das ist ja schon so ein brutaler Weg mit sich selber. Also, da musst du ja wirklich so, ähm, Hass auf dich selber haben, dass du durch diese ganzen Tiefen durchgehst, dass du sagst: „Hey, da fühle ich mich grade so unwohl mit mir selber, jetzt stelle ich mich.“ Warum Hass? Also, Hass auf sich selber im Sinne von, diese Charaktereigenschaft gefällt mir wirklich gar nicht. Die Ecke steht so sehr raus, um bei der Ecke bei der Kante von vorher zu bleiben. Da steht die Kante so sehr raus, die muss ich jetzt 100% ehrlich anschauen. Irgendwas stimmt da noch nicht. Irgendwas ist da so, dass das Ergebnis nie zu dem zutrifft, was ich mir eigentlich vorstelle. Hm, Aber, um da noch kurz einzuhaken an dem Punkt, warum ist eine herausstehende Kante was Negatives? Also, für ja, mich okay, geht das das Punkt auf, okay, wenn ich einfach nur so aus dem Klettern denke: nice, eine Kante, mhm, da kann ich mich gut ja, gut halten.“ Ja klar, ich brauche nicht immer Kanten, ich kann auch mehr über Reibung, das erzeugen, aber da kann ich mich so vom Klettern gedacht, da kann ich mich ja, dran festhängen, irgendwie vor so vom Segeln, Windsurfen hast du, okay, da hast du Fläche, wo der ja. Wind die nach vorne pushen kann. War nur die Metapher, die ich vorher Okay, gesetzt ja, habe, ja, ja. die scheinbar anders aufgeht als deine, Mhm, was ja voll okay ist. Ähm, per se nichts gegen Kanten, sondern nur, ich glaube, auf diesem Weg, sich selber zu verstehen, sind einfach viele Dinge, wo man nur rein kann, wenn man wirklich mit sich selber unzufrieden ist. Und ich war es einfach 25 Jahre lang extrem mit mir selber unzufrieden, so dass ich irgendwann mal nicht mehr anders konnte, als diese Punkte mir radikal vor die Augen zu führen und dann zu sagen: „Hier, was ist aber eigentlich meine Wahrheit? Wo ist meine Mitte? Wo mit was kann ich, ähm, authentisch nach außen gehen und was sollte ich vielleicht einfach ablegen, weil ich es mir angewöhnt habe, um mich meiner Wahrheit nicht zu stellen, um einfach davor wegzulaufen.“ Ja, voll. mhm. Umso mehr ich meiner eigenen Wahrheit ins Auge schauen kann, umso Mhm. mehr habe ich auch so das Potenzial, mich zu Ah, verändern. okay, in die Richtung. Ähm, voll. Ich glaube, also, wenn deine Frage so gekommen wäre, wie ich's gedacht habe, da glaube ich gar nicht mal dran. Ich glaube nicht, dass man per se nur durch Leid sich verändern kann, sondern manchmal reicht auch dieser klare Blick, der auch im Positiven funktionieren kann. Irgendwie scheint Leid für uns, also zumindest mich und mein Umfeld, da will ich dich auch dazu zählen, irgendwie die stärkste Feder zu sein, um dann mal die Augen aufzumachen. Aber per Du mei se sorry. Du meinst, dass
mehr es um die Klarheit geht, die mit dem Leid einherkommen kann, aber auch andere Wege zur Klarheit führen. Da bin ich 100% sicher, dass andere Wege eigentlich für uns besser gemacht werden, aber wir es nur noch nicht hinbekommen. Warum bekommen wir es noch nicht hin? Ja, keine Ahnung. Darauf habe ich keine Antwort. Wenn ich sie habe, dann würde ich's ändern. Ja, mir ist vorhin noch der Punkt gekommen, wo du meintest, gut, dass ich dir die gleiche Frage zurückgestellt habe. Mhm. Dass wir hatten ja eine Zeit lang, ich glaube, wir hatten das, oder? Dass man dem anderen nicht die gleiche Frage Ich zurückstellt. bin grundsätzlich überhaupt kein Fan davon. Ich mag das überhaupt nicht. Sei ein bisschen kreativer, überleg dir 'ne eigene Frage. Aber Man kommt ja nicht war einfach jetzt nicht auf meine dich eigene. in dem Fall bezogen, sondern halt allgemein, weiß ich nicht, ich finde das dann so dann wird's so mathematisch. Dann wird 'ne Frage irgendwie so Mehr transaktionaler? lass mich kurz, Sorry, den ja. mathematischen, weil dann ist es nur ein Abgleichen von Antworten. Dann ist mir deine Antwort eigentlich egal, weil ich mit meiner Antwort so zufrieden bin, dass ich nur noch von dir entweder Bestätigung will oder dich als Person anders sehe, weil du's anders siehst. Und ich finde, 'ne Frage sollte schon genuin sein. Die sollte aus der Situation geboren sein. Weswegen ich „Bist du glücklich?“ auch schon so lange nicht mehr gestellt habe, weil ich die natürlich als sehr provokant gestellt habe. Also, ich habe die immer zu den unpassendsten Momenten gestellt, wo ich wusste, ich erwische die Person grade aufm falschen Fuß, um dann rauszuholen, was die Person gar nicht teilen wollte. Also, es war, schon von der Fairness-Skala einfach echt sehr weit unten. Ähm, transaktionaler muss es nicht unbedingt sein. Ich finde, es kann auch nur eine Person Fragen stellen. Ich finde, es kann auch, vieles in eine Richtung gehen, aber es sollte halt genuin sein. Es sollte halt aus der Situation geboren sein. Und wenn du grade keine Frage hast, voll fair. Ja. Mhm. Du meintest ganz am Anfang ja auch der Punkt, dass du dir Gedanken gestellt hast oder stellst, eigentlich gar keine Fragen zu stellen? Ich bin aktuell da, ja. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt Leute neu kennenlerne, ich häufig beantworte ich keine Fragen mehr. Ich warte einfach, wie die Situation Was sich heißt, du von beantwortest keine Fragen mehr? ja, keine Ahnung, wenn mir die Frage nicht gefällt, dann sage ich halt nix dazu oder schaue einfach nur und lasse ein unangenehmes Schweigen entstehen, bis die Person sich die Frage selber beantwortet, weil ich meistens denke, also, nicht, weil mir die Frage nicht gefällt im Sinne von, ich bewerte sie, sondern weil ich mir denke: „Du willst die Frage doch gar nicht selber stellen. Dich interessiert die Frage kein bisschen. Du versuchst grade Smalltalk zu machen, der nicht mal gut ist.“ Also, keine Ahnung, wenn du 'ne Frage stellst, weil du mich kennenlernen möchtest, dann beantworte ich sie dir so gut es geht aus: „Ich will grade nicht.“ Also, weil andere Gründe. Aber wenn du nur die Frage stellst, um sie gestellt zu haben oder um, wie ich vorher gesagt habe, um mit deiner Wahrheit abzugleichen, aber auch das ist jetzt falsch gesagt, aber, ähm, wenn ich mich von der Frage schon bewertet fühle, dann sehe ich's nicht ein, dass ich sie beantworte. Und manchmal sage ich dann: „Hey, die Frage möchte ich nicht beantworten“ oder „Ich finde es lass uns über was anderes reden“ oder ich wechsle einfach das Thema. Ja. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen, warum dir es denn da nicht schmeckt, bestimmte Fragen. Hm. Außerdem habe ich noch einen Spruch, der mir grade einfällt. Ist nicht meiner, ist übernommen, aber, weniger Fragen, mehr Ansagen. Ich finde, wir hangeln uns mit diesen Fragen auch schon so weit weg vom Machen. Also, du hast ja vorher auch davon gesprochen, mehr ins Tun zu kommen. Und ich glaube, man kann mit Fragen alles so endlos durchlöchern und man kann sich selber auch so auf Abwege bringen. Ich bin da Paradebeispiel dafür. Ich bin auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, eher jemand, der über die Dinge dann zu oft, zu lang nachdenkt und dann sich denkt: „Aber aus der Perspektive könnte man's ja so sehen“ und dann mache ich's erst gar nicht. Und versuche mir das grade abzugewöhnen, indem ich einfach mache und gar nicht mehr so drüber nachdenke. Einfach mehr Ansagen. Hm. Du, ja, in dem finde ich mich ja auch wieder. Also, dass der Würfel dann nicht 6 Seiten hat, sondern der Würfel irgendwie 12 Seiten hat, wo man 100%. anschauen kann. Wenn man ganz genau schaut, dann hat er 24 Seiten oder wie auch immer dann das nächsttäglich geometrisch logischste Schritt wäre. Ähm, und ja, ich glaube für mich Fragen aber auch irgendwo so Sprossen sind, Mhm. an welchen ich mich durch ich glaube, ganz unterschiedliche Situationen durchhangle und die mir Sicherheit geben, da was Greifbares zu haben. Ähm, Kurz, kannst du das bisschen genauer erklären?
welche Sicherheit gibt dir die Frage? Die Antwort oder Hm, die Frage? die Frage gibt mir eine Richtung, einen nächsten Step, auch wenn er da jetzt mal rein gedanklich ist, ähm, um mit Situationen umzugehen. Das kann ganz einfach intern für mich sein, ein Thema, das auftaucht und dann ich durch Fragen irgendwie vielleicht auch mal ist die Frage dann weniger eine Sprosse, sondern eine Axt, wo ich irgendwie aus einem großen Block irgendwie so einen Teil runterhauen kann und dann es irgendwie handelbarer ist. Die Möglichkeit, Form zu geben? Ja, stimmt, das auch noch mal, die Möglichkeit, Form zu geben. Ja, das ist ein guter Punkt. Das hängt so für mich und Eigenthemen, aber dann auch gleichzeitig in sozialen Interaktionen einfach die Fragen da, ähm, ja, durch die gemeinsame Zeit führen, ähm, oder auch einfach durch eine Awkwardness, die sonst entstehen könnte, da führen kann. Und da aus meinem Naturell, das da wo die Neugier sehr stark ist, da Mhm. einfach ich irgendwie glaube, einen sehr, sehr starken Zugang zu Fragen habe. Voll, und Ich das ist auch, also, ich finde, das gilt auch beides. Neugierde ist ja, keine Ahnung, ist ja die Triebfeder von uns Menschen. Das ist ja, das macht am meisten Spaß. Und da finde ich's auch voll nachvollziehbar, wenn ich ehrliches Interesse an meiner Person gegenüber habe. Natürlich stelle ich dann die Fragen, die ich wissen möchte. Ähm, auf dem Weg passiert halt viel Bullshit so. Ja, das absolut, absolut. Ähm, und Weil ich ja, glaube auch ja, go for it. dieses, Form geben ist ja irgendwo wieder nur Kontrolle. Ich gebe mir mehr Kontrolle über die Situation. Mhm, Kontrolle bedeutet, ich lasse es aber nicht frei entwickeln. Also, wenn ich jetzt 'nen Busch habe und ich schneide ihn die ganze Zeit zu, natürlich wird er sich in eine gewisse Richtung entwickeln. Der wird so und so wachsen, und wenn er frei gewachsen wäre, würde er wahrscheinlich ganz, ganz anders wachsen mhm, respektive aussehen. Ähm, und mein Ansatz ist grade, ich will eigentlich gar nichts mehr beschneiden. Ich will die Person so wahrnehmen, wie sie sich selber sieht, weil ich auch irgendwie alles annehmen kann. Weil ich mit, egal was für Äste du hast, egal mhm, wie weit draußen die sind und wie viel, plakativ gesprochen, Unsinn mir dann da mhm. entgegenkommt, ich kann damit dealen. Das ist voll fair für mich. Ja. Und ja, das ist irgendwie sehr konträr, dieses keine Fragen zu stellen zu irgendwie gerade mir und ich es aber wegen dem gerade spannend finde. Mhm. Ähm, ich in bestimmten Situationen eben einfach Fragen stelle, um eine Frage gestellt zu haben und ich mir dann irgendwie selber denke: „Du, hey, ich fühle die Frage gerade selber nicht wirklich.“ Also, dann vielleicht genau das, worauf du Ja, dann hast du mir drauf gestern reagierst. geschrieben, fand ich super spannend. Ja, ähm, wo ich das vor 'ner Weile bei einem Date eben hatte, so dieses: „Hey, ja, okay, wir gehen jetzt da grad durch, so die Sportarten, die uns taugen, die wir früher gemacht haben, was uns drin interessiert. Okay, dann springen wir zum nächsten Thema. Okay, Reisen, wo warst du? Wo willst du hin? Was interessiert dich dabei?“ Und das irgendwie so, ja, einfach Fahrt war Mhm. und dann für mich die Frage aufkam: „Okay, ja, wie kann die Situation, die Interaktion ausschauen, wenn man keine Fragen stellt?“ Und ich habe für mich da noch, ähm, keine wirklichen Antworten, Mhm. oder sehr unbefahrene Gewässer, aber da trotzdem wieder eine Neugier ist. Wie schauen diese Gewässer aus? Wie schaut die Ich würde sogar Interaktion aus? noch einen Gedanken weitergehen. Wie kann so 'ne Interaktion ausschauen, wenn keine Worte da sind? Ja, das ist für mich grad noch viel zu weit. Aber ja, vielleicht ist das dann so die Königsdisziplin. Ein Date ohne Worte. Ich stelle es mir so spannend vor. Also, ich versuche immer näher dorthin zu kommen, weil ich finde, mit Worten, du kannst alles erzählen. Du kannst jede Realität schaffen. Ähm, du kannst, Words create words, ja, das ist ja, voll. Und du kannst dich selber auch so sehr framen, ohne zu sein. Du musst gar nichts dafür liefern für Worte. Deswegen finde ich übrigens auch alle Jobs, die nur mit Worten sich beschäftigen, finde ich voll kacke. Auch, was hast du nochmal studiert? ja, danke. Kommunikationswissenschaften, und ich habe immer in Jobs gearbeitet, wo man nur mit Worten arbeitet. Ich finde es voll kacke. Ich finde, da wird kein Mehrwert geliefert. Da passiert gar nichts außer, ähm
wir erschaffen künstliche Realität. Ja. Ich sehe es anders. Ich komme da wieder drauf zurück. Ich finde, Worte können doch schon Schlüssel sein zu Türen, zu Räumen. Aber okay, sorry. Also, ja, voll. Ich stimme dir voll und ganz zu. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Business-Kontext noch mal reden, warum muss ich für jemanden die Tür öffnen, dass, Markenkleidung besser ist als Nicht-Markenkleidung? Und das jetzt nur das ist Markenkleidung, das ist das einfachste Beispiel, was man wählen kann. Aber, äh, per se meine ich damit, ähm, entweder ich schaffe Fake-Räume, die nicht existiert haben. Das ist das, was Business voll gut macht. Oder ja, dann halt der andere Punkt, den ich bisschen weicher sehe, muss ich mein Gegenüber in Räume bringen, in der die Person noch nicht war? Ist es meine Aufgabe? Darüber haben wir noch gar nicht geredet, ob's meine Aufgabe ist, aber voll. Ja, fairer Punkt. Und dann natürlich auch meine genuine Neugier, die ja voll fair ist. Also, wenn ich Interesse habe, dann sollte ich der nachgehen. Und ich finde, äh, also, wenn wir jetzt nur von Neugierde sprechen, ich finde, wir als Gesellschaft nehmen uns die Neugierde ja eh schon so brutal weg. Man muss ja alles schon so zwangsrationalisieren. Keine Ahnung, also, so viele Fragen, die ich mir nicht traue zu stellen, weil ich denke: „Macht man nicht.“ Weiß ich aber gar nicht, ob man die nicht macht. Vielleicht fände mein Gegenüber das voll gut, dass ich die Frage stelle. Und ich versuche mich dahin zu bringen, dass ich die Frage einfach immer öfter trotzdem stelle und halt schaue, wie ist meine Reaktion darauf? Wenn die Reaktion wirklich so negativ ist, wie die Gesellschaft mir erklärt, alright, dann stelle ich die Frage halt nicht mehr. Mhm. Ja, ich hänge gerade noch an Punkt, wie schaut ein Date aus, ohne Fragen? Ich glaube, es kommt natürlich auch voll auf dein Gegenüber an, ob, das überhaupt möglich ist oder ob dein Gegenüber davon nervös wird. Ich glaube, so eine gewisse Nervosität kann man mitnehmen und kann man einfach sagen: „Okay, hey, das ist jetzt kurz so“, und wird sich dann schon wird schon merken, dass ich da keine bösen Intentionen habe. Ich stelle nur keine Fragen, weil es für mich nicht relevant ist. Ähm, Ich glaube, viel im Dating-Erlebnis ist halt einfach fühlen. Wie fühle ich mich mit meinem Gegenüber? Und Fragen bieten ja auch das Potenzial für Unsicherheit. Ja. Ich stelle Fragen, weil ich selber noch nicht sicher weiß. Ich stelle Fragen, weil ich mich damit unwohl fühle, wohingegen Aussagen und, da sind wir eigentlich wieder bei dem Zitat von vorher, ähm, schon eine gewisse Klarheit reinbringen. Also, wenn ich zum Beispiel sage: „Hey, ich fühle mich gerade so“, dann kann mein Gegenüber sich daran aufhängen und kann sagen: „Okay, damit können wir jetzt arbeiten und da gehen wir weiter.“ Also, ich glaube, ich fühle mich so ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ich glaube, es wird auch klar, was gemeint ist. Mhm. Beziehungsweise mir gerade noch dieser Gedanke gekommen ist, ich glaube, dass die besten, ja, Dates, aber vielleicht auch einfach sonst sozialen Interaktionen, die sind, die eben genau ohne Fragen auskommen, wo Ja, einfach voll. einfach die besten Gespräche, ich glaube, das ist der richtige Frame, dass die besten Gespräche ohne Fragen auskommen. Ja, Und natürlich habe ich eine Metapher dafür. Die Metapher ist so dieses, man spielt Tennis, Federball, sowas. Und und eine neue Frage ist, einen neuen Tennisball, neuen Federball zu nehmen, da einen Aufschlag zu machen und dann den mal aufs andere Feld rüberzubringen. ja, voll. Und ich glaube, so da funktioniert die Metapher nicht ganz scharf, aber so, hm, ein Gespräch ohne Fragen ist einfach nur hin und her zu spielen Ja, und ein schnelles Hin und Her zu mhm, spielen. Und manchmal, ähm, ja, dass da eine Dynamik innewohnt, die die ja dann was es besonders macht. voll. Ne, bin ich voll bei dir und ich bin auch, also, man muss nicht keine Fragen stellen, ist ja Quatsch. Aber, idealerweise flowt's halt einfach Ja. und bedarf nicht so viel vorher sich überlegte Fragen oder auch, ja, in dem Moment. Vielleicht noch einen neuen Aspekt, den ich reinbringen möchte, ist, ich finde auch, man kann gut auch mal Pausen machen. Ist jetzt im Podcast vielleicht schwierig, aber Da hast du mir gesagt: „Hey Julius, du hast zu viele Pausen drin in deinem Podcast.“ Da habe ich angefangen beim Schneiden, weil ich sonst ja echt, wenn ich gar nichts geschnitten habe, da mehr bei den Pausen rauszunehmen. mhm, Was ja, ich glaube, gerade ja fürs Medium Podcast, wobei, das ist die Frage, ob das wie ein starker Fl wie schnell der Fluss des Gespräches sein
sollte, kann. voll. Und ich glaube, abhängig von der Informationsintensität dann auch, ich glaube, einfach mehr oder weniger Pausen braucht, um da gut mitzukommen. Unbedingt, ja, voll. Also, jetzt, wie gesagt, abseits vom Podcast, finde ich, ist 'ne Pause einfach auch so 'n geiler Moment, um noch mal sich selber zu spüren, sein Gegenüber zu spüren, ohne dass man jetzt da in dieses Rationale so stark reingeht. Voll. Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, wo ich mich auch wenn ich's versucht habe, mit dieses Gespräch mal nicht zu machen, bin ich nicht dran vorbeigekommen, mich trotzdem vorzubereiten. Ähm, der Punkt, ich weiß nicht mehr von wem, ich weiß nicht mehr wo und ich weiß nicht mehr genau, wann ich das gehört habe, aber es war dieses: Was wäre, wenn du eine Zeitung aufmachst, und du liest einen Artikel: „Vergangenes Wochenende am Samstag, war in dieser und dieser Arena ein Fußballmatch und, da saßen die auf den Bühnen lauter nackte Menschen und eine bekleidete Person ist Mhm, über das Fußballfeld gerannt.“ Ähm dieses „Let's turn it on mhm, its head.“ Und ich weiß nicht, ob es das auch immer muss ja das muss jetzt ja nicht immer als Frage formuliert sein, ja. wie in diesem Beispiel, aber trotzdem dieser komplette Flip um 180 Grad, der ja auch wieder neue Realitäten schaffen kann, ähm, um wieder auf diesen Würfel im Kopf zu kommen, den mal eben um 180 Grad zu drehen. Ähm, und Oder in 'ner anderen Metapher. Ich glaube, das ist 'ne sehr metapherintensive Episode. Ähm, ja, wieder neue Räume aufmacht. Hm, wie sehr siehst du das als Tool, das wir mehr verwenden sollten als Personen, als Gesellschaft, um weiterzudenken, weiterzukommen? Als Person und als Gesellschaft finde ich es voll zu trennen. Ähm, als Person habe ich jetzt zum Beispiel ans Autofahren gedacht. Ähm, Wie viele Menschen müssen mir entgegenfahren, damit ich einsehe, dass ich der Geisterfahrer bin? Mhm, Hm, und da würde ich grundsätzlich sagen, ist es kein Tool. Ich finde, da solltest du einfach in deine Richtung fahren. Wenn du jetzt in dem Fall Geisterfahrer bist, dann musst du für dich halt selber akzeptieren: „Ja, bin ich“ oder „Ne, will ich nicht“ und drehst halt um. Ob dieses Umdrehen immer so gut klappt, sei dahingestellt, aber das sind deine 2 Handhaben, die du in dem Moment hast. Du kannst dich natürlich auch querstellen und einfach stehen bleiben. Aber ich finde die Geisterfahrer-Metapher gar nicht so passend, aber ach so? ja. Also, dann habe ich vielleicht deine Frage falsch verstanden, weil du meintest, wie sehr ist es ein Tool, die Dinge anders zu machen? Mhm, Ja. Dann versuche ich diese Geisterfahrer-Metapher zu erklären im Sinne von: Ich glaube nicht, dass du es als Tool nutzen solltest, die Dinge anders zu machen. Ich glaube, du solltest dir selber treu sein und wenn du die Dinge dann anders machst, dann wirst du auf 2 Optionen stoßen. Entweder die Leute fahren mit dir in deine Richtung oder sie fahren halt in die andere Richtung. Dann machst du es wirklich anders und dann hast du auch noch mal 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du machst es anders und bleibst dabei, fährst entgegen denen oder du drehst halt um und sagst: „Okay, ich will es doch nicht mehr so machen.“ mhm. Transportiert noch nicht? Hm, ja, also transportiert schon. Für mich ist die Geisterfahrer-Metapher einfach emotional sehr stark von die Gefahr, die, beim Geisterfahren mit einhergeht, die für mich das andere, das du, glaube einfach jetzt so vermitteln willst, überschattet, ist gerade einfach nur bei mir da. Ähm, Ne, das ist für mich schon auch so. Etwas anders zu machen ist mad scary. Also, etwas anders zu machen als alle ist meine große Angst in meinem Leben. was? Mhm. Das ist die Sache, wo ich mich am meisten mit mir selber auseinandersetze und mir denke: „Okay, ich mache es grade anders.“ Ich spüre das Feedback, die Leute kommen mir entgegen. Die Leute sagen mir: „Hey, du drehst dich grade in die falsche Richtung.“ Und dann zu mir selber zu stehen und zu sagen: „Hey, ich mache es aber weiter“, das ist meine große Angst, immer schon. Aber das ist auch das, wo ich dann die wirkliche Freiheit finde, wo ich sage: „Okay, ich mache es aber trotzdem.“ Okay, verstehe. Mhm. Und vielleicht habe ich deswegen auch
Gesellschaft und Persönliches getrennt, weil ich finde, als Gesellschaft ist es essentiell. 1. finde ich's als Gesellschaft essentiell, dass es Charaktere gibt, die sagen: „Hey, ich mache es anders.“ Ich finde, das ist für Demokratie das Um und Auf. Wenn es das nicht gibt, dann gehen wir alle denselben Weg und dann ist es sehr, sehr schnell, dass wir uns im Kreis drehen. Und ich gehe sogar so weit, wir sollten es viel mehr fördern in der Gesellschaft. Wenn wir Dinge sehen, die rausstehen, die es anders machen, dann sollten wir das unterstützen, auch als Individuum. Also, du als Individuum solltest deine Chance nutzen. Wenn du siehst, da stößt gerade etwas aus, da ist jemand seltsam, da ist jemand, dann solltest du hingehen und versuchen, den zu verstehen und vielleicht ihm sogar noch Support auf den Weg zu geben, zu sagen: „Hey, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber schön, dass es dich gibt, dass du das machst.“ Weil gefühlt gesellschaftlich wir genau den umgekehrten Weg gehen. Und da habe ich relativ früh schon so 'ne Metapher dafür gehört, nämlich Gras wächst, aber es wächst unterschiedlich hoch, unterschiedlich dick, unterschiedlich schnell. Und was wir als Gesellschaft machen, ist, wir sind 'n Rasenmäher. Wir hacken alles auf dieselbe Höhe. Alles soll schön gleich sein. Und ich verstehe natürlich auch den Anspruch. Gleich bedeutet leicht, wenig Konfrontation, wenig aufeinander einlassen müssen, weil wir wissen, hey, wir sind alle gleich. Ich glaube nur als Gesellschaft und was kann unser Fortschritt sein? Wo können wir uns als Menschen hinentwickeln? Ähm, Sind wir als Blumenwiese weiter, als wir es eigentlich schon Rassen? Voll, wir wären 'ne Blumenwiese. Wir lassen es nur nicht zu, dass wir so weit wachsen. Mhm. Und Blumenwiese ist ja viel schöner als Rasen. Okay, Mhm. wir sind unterschiedlicher Meinung. Fair enough. Hm, na, ich finde beides halt schön, wenn du mit beiden Elementen spielst und es schönen Rasen gibt und dann schöne wilde Blumenbeete. Metapher oder real jetzt? Beides. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das musst du mir erklären, was an 'nem gleichgemachten Rasen, was ist daran schön? Wenn Menschen Ähm, ja, kann ich dir für mich hat es sowas wie eine Wasseroberfläche. Also, ich finde, das hast du bei Seen stärker als wie bei Meeren. Ein ein du hast beim Sehen einfach weniger Wellen, also, wenn du keine Boote hast oder es grad einfach kein Riesensee ist. Ähm, und dann aber irgendwie so 'n leichter Wind, so eine leichte Struktur reingibt, das das gibt mir ein ganz bestimmtes Gefühl, da auf diese glatte Weite zu schauen. Und ich finde, so ein in diese ähnliche Richtung geht es, eine großen Rasenflächen zu haben, der erzeugt so ein Gefühl, dass eben in eine ähnliche Richtung geht und das finde ich dran spannend. boah, also, kann ich jetzt besser nachvollziehen, so die Ästhetik im Gleichklang zu finden und vielleicht auch, ähm, die Produktivität. Ich könnte mir vorstellen, dass Ameisen, die ich jetzt einfach mal als sehr gleich wahrnehme, ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, dass die deutlich produktiver sind, als wenn dort jetzt 100 verschiedene Insekten wären. Wichtige Learnings und Erkenntnisse, die wir im Leben sammeln, haben auch manchmal die Tendenz, dass sie dann wieder, faden. Was ist eine Erkenntnis, die dich stark geleitet hat? Ähm, schreib die auf, die versiegel die in den Brief und ich schicke dir den Brief dann in einen Monat. Oder gut mit dir. Ja, ja, ja. Also, ist in Ordnung, wenn ich auch Voll, voll. Hm, Maureen, danke für dieses Gespräch. Julius, vielen Dank dir für deine geilen Fragen und deine viele Zeit und ja, hoffentlich bald wieder. Ja.